Wie kann ich den Klang meines E-Pianos verbessern? Diese Frage taucht meistens in Verbindung mit günstigen Einsteigermodellen auf. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber man kann fast sagen, je kleiner das E-Piano, desto eher lässt die Klangwiedergabe zu wünschen übrig. Woran das liegt und wie man den Klang überhaupt einschätzen kann, das werden wir uns anschauen und anhören vor allem. Und ich freue mich, wieder einmal als Testpianist Yassin Korchi dabei zu haben von der Online-Musikschule Music to Me. Hallo Yassin. Hallo Jörg, freut mich auch. Ja, also bei euch in der Klavierschule, da taucht diese Frage vielleicht auch immer auf. Also dass die Leute sagen, das klingt bei mir zu Hause gar nicht so toll. Und ja, ist die Frage, was kann man da tun? Oder ist das normal? Oder, Ja, ist natürlich so, dass man natürlich, wenn man ein Instrument kauft, nicht immer genau weiß, wie es dann ja wirklich klingt. Und so viele Testberichte gibt es auch nicht und so viele Kanäle, wie wir das machen und die Instrumente testen. Und ich glaube, wir haben uns mal jetzt überlegt, vielleicht einfach mal den Klang genauso zu zeigen, wie wir es hier erleben, vor Ort, hier bei uns hier im Studio und Genau. da einen Einblick geben. Ja? Darum geht's. Also bislang hatten wir, also diese Frage kann ich total nachvollziehen, weil bislang haben wir bei unseren Tests die Pianos über den Line-Ausgang aufgenommen oder wenn nicht vorhanden, dann über den Kopfhörerausgang. So, also um eigentlich den Klang möglichst gut darzustellen und vor allem haben wir nicht immer an demselben Ort aufgenommen und so wollten wir die Klänge unter den möglichst gleichen akustischen Bedingungen eben darstellen, dass eben ihr, wenn ihr die Klänge vergleicht über die Videos, dass ihr von den gleichen Aufnahmebedingungen ausgehen könnt. Und das ist natürlich nicht immer die Wahrheit, ne? Weil potenziell gesehen ist so ein Klang über den Kopfhörer natürlich immer besser. Ja, und in der Regel ist so, dass wenn ich ein Home-Piano habe, ein Home-Digital-Piano, dass ich es nicht an einen Line-Out anschließe, vielleicht noch an einen Kopfhörerausgang, okay, aber meistens habe ich ja die integrierten Lautsprecher, deswegen habe ich es mir gekauft, damit ich die höre und das haben wir dann halt natürlich dann nicht ganz immer so, hat man dann nicht so rübergebracht vielleicht, wie es dann zu Hause ist und dementsprechend, ja, probieren wir mal jetzt ein bisschen was Neues. Ja. Genau, dann machen wir uns mal an unseren Testaufbau und zwar machen wir die Aufnahmen mit einem Kunstkopfmikrofon. Das ist ein spezielles Stereomikrofon, das 3D-Aufnahmen macht. Und ihr könnt das am besten nachvollziehen, wenn ihr auch Kopfhörer tragt, weil dieser 3D-Effekt, der stellt sich am besten ein, wenn ihr auch das über Kopfhörer hört. Alles klar, dann bauen wir mal um und bringen unseren Kunstkopf ins Spiel. So müsste er richtig stehen. Der Kunstkopf ist jetzt so aufgebaut, dass er möglichst das aufnimmt, was Yassin auch beim Spielen hört. Und wir fangen mit einem richtig günstigen Piano an. FB10 von Roland ist oft verkauft und sehr beliebt, aber der Lautsprecherklang ist halt nicht wirklich berühmt. Und das hören wir uns jetzt an. Also es ist natürlich zu erklären. Das Piano ist ja unheimlich klein. Da passen ja wirklich keine großen Lautsprecher rein. Man kann die Physik nicht überlisten. Das ist einfach so. Es ist natürlich hier auch natürlich eine Preisfrage. Das Roland FB10 kostet 300-400 Euro so in diesem Preisrahmen. Ist klar, dass da an allen Ecken und Enden gespart wird. Es ist auch irgendwie ein Kompaktinstrument. Also es geht darum, vielleicht auch jemand hat das irgendwie als Zweitinstrument bei einem Auftritt oder so dabei. Und das muss man irgendwie akzeptieren. Aber wie du sagst, die Physik kann man nicht überlisten. Genau. Volumen geht halt nur über Größe sozusagen halt. Auch Bassfrequenzen gehen halt nur über die Größe von so einem Basslautsprecher. Und das ist einfach nicht möglich, das hier unterzubringen, vom Gewicht auch gar nicht. Genau. Ich glaube, wir machen jetzt noch mal 2 weitere Testaufnahmen, nämlich mit Aufnahmegeräten. Weil das ist ja das, was man tut. Wenn man jetzt ein Klavier aufnehmen möchte, dann fragt man sich, wie mache ich das? Da kann ich einen Audiorekorder nehmen oder ein Handy. Das machen wir jetzt einfach mal und schauen mal, wie das klingt. Wenn du das noch mal möglichst genauso spielen kannst, dann schneide ich das jetzt mal mit.
Vielen Dank. Jetzt machen wir die Aufnahme mit einem Handyrekorder. Da sind schon so Stereomikrofone drauf. Das sollte dann auch deutlich besser klingen als das Handy. Ich bin gespannt. Die Aufnahme läuft. Da kann man schon mal hören, wie sehr unterschiedlich die Wahrnehmung plötzlich ist, je nachdem, welche Mikrofone man benutzt. Also das macht schon wirklich sehr, sehr viel aus. Ja. Und ich glaube, um uns da noch mal neu einzunorden, hören wir uns jetzt einfach mal das akustische Klavier an, wie das klingt. Das ist ja eigentlich das große Vorbild. Das Genau. sind ja alles nur Imitationen, die digitalen Varianten. Und jetzt hören wir mal rein, wie so ein Klavier klingt. Ja? Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, jetzt hören wir uns noch mal das akustische Klavier an, das Vorbild. Das wollen wir ja eigentlich haben, wenn wir so ein Digitalpiano spielen. Und da kann man auch gleich die Lautstärke vergleichen, da mit unserem Messgerät, das da auf dem Flügel steht. Das Mikrofon steckt natürlich nicht da drin, das steht hier unten, um beides gleich laut aufzunehmen. Und jetzt bin ich gespannt. Totaler Unterschied. Ja, kann man kaum vergleichen eigentlich. Ne? Das wird der Kunstkopf sicher super gut aufnehmen. Also das Klavier, habe ich das Gefühl, erfüllt den ganzen Raum hier mit Klang. Ja. Und hier bezieht sich das eigentlich nur auf diesen Bereich, in dem man sitzt. Ja. So, da kriegt man den Klang mit. Aber gut, da ist natürlich auch ein Resonanzboden, der diese Fläche, die der hat, das klingt einfach anders. Ja, Volumen ist halt alles beim Klang und so ein Klavier bringt schon mal vom Gewicht einiges mit und die Saiten sind natürlich komplett da und das merkt man natürlich, wenn ich hier die Basssaiten unten spiele, was da für eine Power kommt und ja, die Frequenzen sind ja gar nicht da, der Ton ist da, aber nicht die passende Frequenz. Das ist halt einfach, Klavier, Ja, gut. akustisch ist halt einfach. Gut, aber haben wir ja gesagt, die Physik kann man nicht überlisten. Hier sind so kleine Lautsprecher drin. Die Fläche hat man da einfach nicht. Ja. Und das funktioniert wirklich im Nahbereich. Ist das okay? Zum Üben ist das okay. Und ich glaube, mehr Potenzial hat dieser Sound einfach über Kopfhörer. Weil da hat man ja eine richtig schöne Stereoaufnahme. Und vielleicht vergleichen wir das nochmal. Wir hören jetzt einfach mal das Digitalpiano so gut, wie es eben klingen kann, über den Kopfhörerausgang. Also jetzt im Vergleich zum Lautsprecherklang, es ist riesig, der Unterschied. Der Unterschied ist ziemlich groß, es ist viel feiner, es ist viel, viel präziser auch vom Spielen. Also man kann hat viel mehr Zugriff irgendwie mit der Tastatur zum Klang. Also ist schon erstaunlich jetzt der Unterschied, ja. Wirklich. Gut, und genau das ist ja das Problem, wenn wir die Tests machen und man hört sich den an und denkt, oh, das klingt schön. Ja klar, tut's ja auch. Ja. Aber wenn man dann das zu Hause auspackt und zum ersten Mal da reingreift und hört es über die Lautsprecher, ist man enttäuscht. Ja. Und gut, ich glaube, da haben wir gezeigt, warum das so ist. Ich würde jetzt gerne im Vergleich aber hören, wie machen sich denn teurere Portable-Pianos oder Digitalpianos, die man so zu Hause eben stehen hat. Die haben ja dann auch schon aufwendigere Lautsprechersysteme und sollten dann auch besser klingen. Ja. Und vielleicht können wir da so eine Staffelung mal haben. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das dann im Vergleich macht. Okay, dann machen wir jetzt den Klangvergleich der Lautsprechersysteme.
Das FP10 haben wir gehört und wir haben, oh Wunder, haben rausbekommen, kleines Gerät, kleine Lautsprecher, kleiner Klang. Jetzt haben wir ein richtig großes Portable Piano, das deutlich teurer ist und ich glaube, oh Wunder, es wird viel, viel besser klingen. Ich bin gespannt. Das merkt man schon im Ausklang, im Attack, in der Klangbreite. Ich bin auch jetzt nicht überrascht. Oder sagen wir mal positiv überrascht. Positiv überrascht. Also es ist natürlich auch ein toller Klavierklang. Ne? Der Yamaha ist einfach, der klingt einfach super, ne? Super brillant. Und und die Lautsprecher sind einfach natürlich viel besser, ist klar. Ja. Und was der Effekt ist, das sollte man nicht unterschätzen. Ich merke, dass du anders spielst. Alleine, weil du den Klang anders wahrnimmst. Ja, man geht halt viel mehr mit, ne? Man hat viel mehr Emotionen, man kann viel mehr gestalten. Und wenn man weniger Informationen bekommt, dann kann man natürlich auch weniger machen, ist klar. Ne? Es ist wie wenn ich mit jemandem rede und verstehe den nicht richtig und dann versuche ich nur das Nötigste zu kommunizieren. Ne? Und wenn mehr kommt, kann ich natürlich auch mehr antworten. Ne? Und genau. merkt man schon. Ja. Ja, absolut. Gut, dann schauen wir uns das nächste an. Das wäre dann das Korg Poetry. So, jetzt bin ich gespannt. Wir hören uns das Korg Poetry an, und zwar das Italian Grand aus dem Piano. Ja, da hört man auch, dass sich das als Klangbeispiel so super eignet, weil es so Tiefen, Mitten und Höhen hat. Alles dabei. Ja, und das hätte ich jetzt hier wirklich, also es ist ja ein kleines Piano auch. Und das hätte ich nicht vermutet, dass da so viel Bassübertragung überhaupt rauskommt. Und dann ist es trotzdem so brillant und trägt aber in gesamter Breite so. Also Korg hat es echt gut gemacht. Also es klingt gut und macht wirklich echt Spaß drauf zu spielen. Ne? Und ist trotzdem noch kompakte Ausmaße. Und auch dieser Look und so, also es ist irgendwie ein schönes Konzept, ja. Ja, also wir haben das ja auch getestet. Den Test könnt ihr euch noch im Einzelnen angucken. Und wir machen weiter mit dem nächsten Homepiano. Das wird dann das Casio AP 750 sein. So, unser letzter Testkandidat, das Casio AP 750. Das finde ich interessant, weil es so ein spezielles Soundsystem hat. Das berücksichtigt die Klangzonen des originalen Klangs. Und ich bin jetzt gespannt, wie es in der Kunstkopfaufnahme kommt. Das klingt wunderschön aus auch. Und ich habe das Gefühl, dass es wirklich sich gut ausbreitet, der Sound. Hat halt wirklich, wie du sagst, diese Klangzonen. Also es kommt irgendwie nicht irgendwie von hier oder hier, sondern man das merkt, hast du auch beim Spielen, dass es dich also anspricht. Es hat so ein Panorama. Also es ist schon irgendwie ist ein interessanter, schöner Klang, ja. Ja, super. Also so als Klangkörper finde ich es wirklich schön. Ja gut, das war unser Test, E-Piano und Lautsprecherklang. Ich hoffe, dass das aufschlussreich war für euch, speziell mit der Kunstkopfaufnahme. Und vor allem, ja, vielen Dank an dich, dass du so tapfer immer das gleiche Soundbeispiel gespielt hast. Gerne. Und, ja, also für mich fand es wirklich sehr aufschlussreich, obwohl es natürlich keine Überraschung war. Ein Piano für 350 €, ja, das klingt halt über die Lautsprecher dann nicht so wirklich super. Aber auf dem Kopfhörer, das ist zum Üben okay. Und bei solchen Pianos für zu Hause, da würde ich das auch erwarten, dass das wirklich auch schön klingt. Ja, diese anderen, die wir dann getestet haben, ist aber natürlich dann schon interessant, wie man sieht, wie sich der Klang verändert, verbessert, größer wird und dass man einfach das mal im Vergleich hat. Das ist eher selten, dass man so hat, gerade mit so einem super System wie mit dem Kunstkopf. Also super interessante Aufnahmen und
Hört einfach mal rein, ja. Das werden wir ab jetzt auch bei allen Tests machen. Da werden wir mit Kunstkopf aufnehmen. Und ja, ihr könnt ja auch die Klangvergleiche machen. Ihr könnt immer an die Sektion springen und auch immer wieder mit dem Original vergleichen, also mit dem Klangverspiel auf dem K300 von Kawai. Also viel Spaß beim Testen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.